Herzlich willkommen zu einer neuen Kochshow-Sendung. Ich bin der Volker und heute werden wir ein 35 Liter Insel-Style-Layout einrichten. Die Idee zu diesem Layout ist einfach so eine Uferregion, so eine Abbruchkante, wo der Vordergrund überhaupt nicht bepflanzt ist. Wir werden auch hier jetzt im Vordergrund unseren Dekosand verwenden, der schön farblich das so ein bisschen hervorhebt. Als Hardscape verwenden wir Onkosteine, das sind die hier. Die sind auch gerade für Aquarianer, die mit der Aquaristik beginnen, perfekt geeignet, weil sie keinerlei wasserverändernde Eigenschaften haben. Zur Bepflanzung, was machen wir bei den Bepflanzungen? Natürlich werden wir auf die Steine ein paar Bucephalantras, natürlich auch ein paar Anubias. Im Hintergrund machen wir alles mit Stängelpflanzen, Migrantium glomeratum, Migrantium umbrosum und dann die Pogostemon erectus. Auch noch so ein bisschen als Abrundung im Mittelgrund nehmen wir die Cryptocoryne ventii braun. Ihr seht, alles relativ einfache Pflanzen. Als allererstes, weil wir ein Insel-Layout machen, nutzen wir auch die Steine quasi als Barriere. Ich habe ja eben gesagt, wir haben im Vordergrund keinerlei Pflanzen. Das heißt, wir brauchen auch im Vordergrund keinerlei Nährboden. Das heißt, den können wir uns schön freilassen. Hier nutzen wir dann als Barriere quasi die Onkosteine. Auch hier muss ich ein bisschen ausprobieren. Das kann sein, dass sich das noch mal ein bisschen ändert. Wenn ihr jetzt den passenden Stein nicht findet, nehmt ihr einfach, die lassen sich super zerschlagen, nehmt ihr einfach einen Hammer und schlagt ihn in die Größe, die ihr braucht. Ist es so, manchmal hat man trotz Steine, auch wenn man kleinere Steine reinsteckt, hier in die Zwischenräume, hat man trotzdem noch Luft. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Ihr nehmt ganz normale, handelsübliche Filterwatte und die steckt ihr einfach so in die Zwischenräume, damit halt einfach der Nährboden, sprich hier in diesem Fall nehmen wir ein Soil, nicht nachrieseln kann. Die wird man auch später nicht mehr sehen und zum Beispiel, wenn man Moose, Aufsitterpflanzen oder auch verschiedene Vordergrundpflanzen, die wachsen da richtig rein und covern das komplett und das wird man dann später auch nicht mehr sehen nach einer gewissen Zeit. Und jetzt beginnen wir mit dem Soil. Und jetzt könnt ihr schon sehen, die Steine sind quasi wie so eine Wand und sorgen dafür, dass der Soil auch da bleibt, wo wir ihn hinfüllen. Und wenn ihr merkt, hier rieselt noch ein bisschen nach, einfach auch wieder Filterwatte. Ihr könnt auch gerne mit einer Pinzette die Filterwatte klein machen und da an die Stelle setzen, wo ihr das gerne hättet. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt die Filterwatte nochmal mit Sekundenkleber festkleben. Das machen auch viele. Aber jetzt in unserem Fall ist das nicht nötig, weil wir das später so stark bepflanzen, dass die Wurzeln auch schon von alleine dann quasi das ganze Layout so halten, wie wir es gerne hätten. Jetzt kommt noch der Dekosand. Hierfür nehme ich unseren Mekong. Das ist so ein schöner bernsteinfarbener Sand, der einfach perfekt in das Layout reinpasst. Den verteile ich so. So, zum Schluss vom Hardscape gehen wir jetzt nochmal an die Feinern. Und dann nehme ich so kleine Bruchstücke und verteile die so ein bisschen im Layout. Und schon habt ihr auch ein bisschen schönere natürliche Wirkung. Und das Aquarium sieht einfach viel ästhetischer aus. Es ist so, wenn man ein Aquarium so einrichtet wie jetzt hier, hat man auch gleich automatisch eine schöne Futterzone, wo man seine Tiere perfekt beobachten kann. Ich habe jetzt hier im Vordergrund keinerlei Pflanzen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Garnelen drin halte, dann kann ich sie hier auch gezielt füttern. Ich kann sie beobachten, ich kann gucken, sind die Tiere vital, sind sie fit und nach einer gewissen Zeit das Futter, was sie nicht gegessen haben, einfach wieder aus dem Aquarium rausnehmen und somit ist auch die Wasserbelastung ein bisschen geringer. Als letztes kommt noch der Filter rein, weil ich sage ja auch immer, nicht vergessen, den Filter reinzubauen. Ich spreche wirklich aus Erfahrung. Früher habe ich das immer gemacht. Ich habe Aquarien eingerichtet, Hardscape rein und irgendwann war das Aquarium voll, hat mir gefallen und dann wollte ich Pflanzen reinmachen oder wollte am Schluss den Filter reinmachen. Da habe ich gemerkt, oh, da ist gar kein Platz mehr. Aus diesem Grund, bevor ihr bepflanzt, gleich den Filter rein, dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Und jetzt beginnen wir mit dem Bepflanzen. Zuvor wie immer den Bodengrund gut anfeuchten, damit die Pflanzen, die ich jetzt gleich einpflanze, nicht austrocknen.
Damit ihr in Zukunft keine weitere Kochshow mehr verpasst, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Als nächstes beginnen wir mit der Bepflanzung. Ich fange jetzt hier mit den Hintergrundpflanzen an. Als allererstes nehmen wir die Migrantium umbrosum. Ist eine schön gutwüchsige Hintergrundpflanze, die auch sehr kompakt und sehr üppig wächst. Sie hat schöne, die hat nicht ganz große Blätter, so mittelgroße Blätter, echt schön. Dann haben wir hier die Pogostemon erectus. Keine Angst, die ganzen Pflanzenarten, die ich jetzt hier sage oder auch alle Sachen, die wir hier verwenden, schreiben wir nochmal unten in die Videobeschreibung quasi eine kleine Einkaufsliste und auch noch ergänzend natürlich einen kleinen Pflegeplan. Zumal, wenn ihr mit der Pflege mehr wissen wollt, schaut bei uns, wir haben über die Einfahrphase oder über die Pflege in den ersten 5 Wochen eines Aquariums haben wir einen ausführlichen Einsteiger-Guide gemacht, verlinke ich euch auch nochmal oben, guckt euch ihn auch gerne an. Als nächstes Cryptogyne braun. Hier bei Cryptogyne ist es so, die schneidet man am besten ab, dann wachsen die Pflanzen auch deutlich schneller an und besser an. Und dann zum Schluss die Migrantium glomeratum. Das ist eine In-vitro-Pflanze. Die nehmen wir aus dem Becherchen raus und waschen das Gel ab. Und dann kommt sie ins Aquarium. Ihr seht jetzt, ich habe jetzt überall echt extrem viel Platz gelassen. Aber das muss so sein, weil die Pflanzen werden sehr stark. Also die wachsen sehr schnell und wachsen sehr stark, und damit ihr da später keine Probleme bekommt wegen Schattenstellen und so, lasst den Pflanzen echt genügend Freiraum, damit sie sich auch vernünftig ausbreiten können. Wenn ihr euch fragt, wie ich jetzt hier solche Pflanzen, wo normalerweise im Topf sind, von der Steinwolle, wie man das ich zeige euch da hier so von der Steinwolle am besten befreien kann. Im Einsteiger-Guide, den ich eben erwähnt habe, in der Folge 2 erklären wir alles nochmal, auch zum Beispiel mit den Cryptogyren, warum man die abschneiden soll, wie man Pflanzen am besten von der Steinwolle entfernt, erklären wir da euch alles nochmal genau für die Leute, die es ein bisschen näher wissen wollen. Als letztes kommen die Aufsitzerpflanzen. Wie der Name schon sagt, es sind Aufsitzerpflanzen, die verteilen wir einfach so im Aquarium. Das hier zum Beispiel ist die Anubias nana bonsai. Das ist mit eine der kleinsten Anubias-Arten, die es gibt. Es gibt noch die Pangolino, die wird noch ein bisschen kleiner. Und dann haben wir hier die Bucephalanthra. Das ist die Mini Red. Ist auch eine schöne, ist ein bisschen ein schöner Kontrast zu der sattgrünen Anubias. Die wird auch so ein bisschen rötlich, die Blätter werden noch ein bisschen länglicher und bildet auch noch mal ein bisschen einen schönen Kontrast. Ihr könnt sie natürlich auch, wer das möchte, wenn ihr da einen speziellen Platz gerne hättet, könnt ihr die natürlich auch prima mit Sekundenkleber fixieren. Es ist immer so, wenn ihr Sekundenkleber verwendet, achtet darauf, dass ihr einen Gel-Sekundenkleber nimmt, für Pflanzen zu kleben, und einen flüssigen Kleber für Hardscape zu kleben. Hat den Grund, der flüssige Kleber wird extrem schnell heiß und kann eure Pflanzen verbrennen, was bei dem Gel-Sekundenkleber einfach nicht der Fall ist. So, mit der Bepflanzung sind wir jetzt fertig. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Natürlich müssen wir jetzt Wasser reinfüllen. Wie das funktioniert, seht ihr auch in der Episode 2, wie man das am besten macht. Ich werde jetzt noch hier ergänzend Technik reinbauen, sprich Heizer und CO2. Und wie sich das Aquarium in 3 Monaten entwickelt hat, zeige ich euch jetzt.
Damit ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr verpasst, abonniert unseren Kanal, drückt die Glocke. Wenn ihr Ideen habt, wo ihr gerne sehen würdet, was ich für euch umsetzen soll, schreibt es in die Kommentare und schaut gerne bei uns auf der Webseite und auf Facebook und Instagram vorbei. Bis dann, ciao!